Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Ja, das Video geht einfach hier weiter, wo das andere beendet hat, nämlich im Garten. Im letzten Video haben wir meine wunderschöne Zoe, meine wunderschöne Z900 in diesem richtig geilen Candy Red gewaschen. Und jetzt geht es daran, wir machen in diesem Video einen Ölwechsel. Genau. Und es gibt auch Infos, nämlich das Steuergerät kommt jetzt auch raus. Und das wird nämlich kurzerhand ein bisschen gemappt, ihr wisst es. Nämlich ein bisschen Schubabschaltung, dies, das. Da bin ich auch schon gespannt, wie die dann klingt. Aber ich hätte gesagt, ich schmeiße mich jetzt mal drauf, fahre sie wieder in die Garage, lasse sie ein bisschen warm laufen und dann fangen wir schon an mit dem Ölwechsel. Ich muss zugestehen, ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten keinen Ölwechsel mehr selber gemacht. Denn ihr wisst es, ich bin jetzt nicht mehr so viel gefahren und ich habe sie ja relativ neu gekauft. Und das 1000er Service war der letzte Ölwechsel. Bei meiner MT10 habe ich es auch immer in der Werkstatt machen lassen, zwecks Garantie. Also ich glaube wirklich, der letzte Ölwechsel war wirklich an meiner wunderschönen SV. Ja. Gucken wir mal, ob ich es hinbekomme. Aber ich habe gesagt, ich fahre jetzt mal runter und dann sehen wir uns unten in der Garage wieder. So, ich habe es jetzt warm laufen lassen, das heißt, ich boxe jetzt auf und dann direkt mal Öl raus. Öl steht auch schon hier, das gute Motul, und dann haben wir hier noch einen originalen Kawasaki Ölfilter. Ja, habe bei der Z noch nie einen Ölwechsel selber gemacht, also gucken wir einfach mal, was das jetzt wird. Genau, guck mal, wo ich die Kamera hinstelle. Nicht wundern, ich filme das jetzt alles einfach mit der GoPro, denn falls Öl herumspritzt, will ich nicht mehr eine teure Sony voll Öl haben. Und bei der GoPro ist ja halb so schlimm, die kann man ja einfach abwaschen. Genau. Also, ich suche mal einen Spot, wo ich euch hinstellen kann. Und dann holen wir die Blöre direkt mal raus. So Leute, einmal hier Ölfilterschlüssel und eine 17er Nuss für die Ölablassschraube liegt schon bereit. Ölfilter auch. Ich mache jetzt noch kurz die Öleinfüllschraube auf. Dass natürlich das Öl besser rauslaufen kann. So. Dass wir keinen Unterdruck drinnen haben. Und das ist dezent warm. Oh. Ha. So. Und dann öffnen wir eigentlich gleich mal die Öleinfüllschraube. Aber ich hole mir noch kurz Handschuhe, jetzt nicht wegen dem dreckig werden oder wegen dem Öl, sondern weil das Öl wahrscheinlich locker mal noch immer 70, 80 Grad hat. Wenn man jetzt unbedingt meine Pfoten verbrennen will. Genau. Ölfilterschlüssel habe ich auch schon da, noch Ölfilter auch. Genau, ich packe euch hier jetzt einfach mal hin und dann lassen wir mal das Öl ab. Aber bevor ich das mache, drehe ich jetzt gleich mal beide Schrauben auf, denn ich habe schon mal vergessen aufzuschrauben. Das war auch witzig. Das Gute ist bei der Cover, die Öleinfüllschraube ist hier und der Ölfilter hier, das heißt wir patzen, wir machen nicht den Krümmer dreckig. Das ist mal optimal. Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah.
So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough. I'm making my own luck. Adrenaline, my drug. I'm sick of feeling stuck. I got this, yeah, I got this. Will not quit to the top, I promise. 'Cause I've had enough. You better watch out, I'm on the climb to the crown. In my prime right now, hear me loud, I've been spitting for a while now. All by myself, independent DIY now. Don't need no help, I've been beating out labels and money and budgets, it's funny. I do all the work, yeah, keep it 100. I fight for my dreams, I would die for these things. I believe in myself, I refuse to be weak, I like to build things. Empires out of buildings, I wanna leave a legacy of helping others find they feel things. Of motivating and killing, depression, exhaustion, we need some healing. I work through the pain, I like seeing gains. I keep my head down, buried, walk through the flames. Yeah, I do this every day, even when I feel drained. A true man pushes through, you don't hear complaints. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough. I'm making my own luck. Adrenaline, my drug. I'm sick of feeling stuck. I got this, yeah, I got this. Will not quit to the top, I promise. 'Cause I've had enough. So Leute, ich glaube, ihr merkt es, mir ist heiß, ja, ich rede auch. Auf jeden Fall, es sind jetzt 3,9 Liter Öl drinnen. Habe sie auch schon kurz gestartet, wie ihr gesehen habt. Das heißt, Öl müsste passen. Ich lasse jetzt nochmal richtig warm laufen. Dann gucke ich nochmal, ob, also habe ich ja jetzt schon geguckt, Ölfilter und Ölablassschrauber sind dicht. Wunderbar. Ich habe natürlich einen neuen Dichtring benutzt, was ich jetzt glaube ich im Video nicht gezeigt habe. Aber nur bevor wieder jemand sagt, ich habe einen neuen benutzt. Genau. Laut Kawasaki gehören nämlich 3,8 Liter bzw. 4 Liter Öl rein, wenn man den Ölfilter macht. Ich habe jetzt 3,9 drin und habe sie auch kurz gestartet, das heißt der Ölfilter ist schon gefüllt. Genau. Und wir sind jetzt genau auf dem Maximumstrich. Ich lasse sie jetzt nochmal warm laufen und dann bocke ich sie ab, stelle sie gerade und dann ergänze ich nochmal den Ölstand.
hinten jetzt noch ein bisschen Grad gestellt, gut gehuckt. Ölstand ist direkt auf Maximum, habe es jetzt 10 Minuten laufen lassen. Also perfekt, eine Runde fahren kann ich leider gerade noch nicht, ihr seht, da ist noch kein Kennzeichen drauf. Das hole ich mir jetzt in den nächsten 1-2 Tagen. Und dann im nächsten Video gibt es entweder die erste Fahrt oder, beziehungsweise da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da wirklich ein Video machen soll vom Reifenwechsel. Denn es ist eigentlich nur Rad ausbauen, zum Kollegen fahren, wechseln, Rad einbauen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Video wert ist. Vor allem solche Videos habt ihr bei mir in der Vergangenheit schon so oft gesehen, auch wo ich selber gewechselt habe. Deswegen denke ich mal, das nächste Video wird endlich sein. Erste Fahrt und was geht so ab, wenn man 11 Monate lang nicht gefahren ist. Das gab es ja bei mir noch nie, denn ich bin eigentlich selbst ich fahre mittlerweile seit 10 Jahren Motorrad und bin eigentlich die letzten Jahre auch immer im Winter mal eine Runde gefahren. Bis halt jetzt auf letzten Winter. Genau, da bin ich mal so gespannt, wie sich das alles so anfühlt für mich, ob ich noch fahren kann oder so. Ich hatte noch nie so lange Pause dazwischen, deswegen mal gucken. Aber das habe ich gesagt, höchstwahrscheinlich wird das nächste Video die erste Fahrt. Es kann sein, das Video kann 1-2 Wochen dauern, bis es kommt. Wie es bei mir immer zeitlich ausschaut, denn ich habe es schon mal erzählt, ich bin jetzt selbstständig. Muss ich mal schauen, wie ich Zeit habe. Aber ich denke mal, ihr bekommt die erste Fahrt definitiv noch im August. Deswegen Leute, wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, oder? Video liken, abonnieren, bla bla bla, ihr kennt die Geschichten. Und ich habe gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Leute!